Paar Minütchen. Oh, früher dran. Ich habe ein Haar in meiner Maus. Das könnte erklären, warum die gerade so ein bisschen durcheinander ist. So, lass mich mal hier gerade noch raus. Dankeschön. Desktop-Sound ist noch aus, in Ordnung. Moment, die mal gerade nochmal aus, die Sachen hier. Weil der Strom geht ja noch gar nicht los. Weil dem das so ist. Immer falsch. Ich muss das mal anders einrichten. Ja, das ist die richtige Kamera. So ein paar Minütchen haben wir ja noch. Dass dann Leute auch reagieren können. Jetzt habe ich bei Facebook gar keine Werbung. Ach, ist aber egal. Facebook. Kommt eh keiner rüber. Obwohl. Ja, komm, die paar Minütchen habe ich noch. Jetzt ruckelt es gleich einmal. Ganz genau. La 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 la. Sag ich dazu nur. So. Ich muss unbedingt noch mein Video zu Ted Pharaoh machen. Ich habe ja auf YouTube angefangen gehabt, die Namenserklärung für die Horizon-Charaktere zu machen. Ich bin aber tatsächlich noch nicht wirklich weitergekommen wieder. Das Einzige, was ich im Moment regelmäßig mache, ist Stream. Und das tut mir auch ein bisschen leid. Ich habe auch schon tatsächlich wieder Leute verloren auf YouTube, deswegen. Aber wie es halt so ist, die Zeit muss halt auch wirklich da sein. Beziehungsweise der Headspace muss auch wirklich da sein, um da vernünftige Dinge tun zu können. Der Beitrag, der ist doof, den muss ich nochmal löschen. So, zack. Nochmal einfügen. Ich würde das gerne da rausnehmen. Dankeschön. Zack. Und weg damit. Jetzt hat. Das brauche ich auch nicht. Komm. Hallihallo. Das möchte ich gern drin haben. Dankeschön. Okay. Das sieht richtig aus. Dann kann das hier wieder zu. Jubi. Okay. Vielen lieben Dank für den Follow, meine Liebe. Übrigens. Ich habe es eben gesehen. Ich hoffe, du hast dann auch ein bisschen Spaß mit meinen Streams, wenn du sie dir angucken möchtest. Ja. Jetzt bin ich schneller durchgekommen, als ich dachte. Aber gut. Mal gucken, wer jetzt gleich noch auftaucht. Eventuell, guten Morgen. Der liebe gute Fangkraut. Mein Adventure Game Buddy. Ayla, was machst denn du da hinten? Ayla? Ich gehe mal kurz Schmuck retten. Sekunde. Ayla? Der Schmuck ist nur kein Spielzeug.
Ach, ertappte Katzen. Gucken immer so doof. War gar nicht Ayla, war Mona. Die kommt aber gleich wieder. Denke ich mal. So, ich kann auch meiner Frau Bescheid sagen, dass ihr Paket angekommen ist. Fällt mir gerade ein. Guti. Ich habe gestern Abend das Aloy-Projekt abgeschlossen von den Miniaturen. Das heißt, als allernächstes kommt unser guter Tod hier drin. Ich habe die eine Ecke, wo runtergefallen ist und ein bisschen Farbe abgebrochen ist, dann nochmal nachbessern. Ja, das ist ja nix. Und danach weiß ich noch gar nicht, ob ich dann vielleicht Freebooters Fate, das würde sich ja anbieten, bemale. Oder ob ich meine Reaper Bones Figur mal anmale. Muss ich mal gucken. Weiß ich noch nicht. Bin ich mir uneins. Okay. Ich habe auch gestern ein wundervolles Buch bekommen von der Jenny Jinja. Das hat mich sehr, sehr, sehr gefreut, dass das endlich angekommen ist. Nämlich The Loving Reaper. Bin ich ein riesengroßer Fan von. Ich kann zwar nicht vieles davon am Stück lesen, weil es dann doch teilweise echt harter Tobak ist. Aber ja, insgesamt einfach großartig. So, habe ich jetzt noch irgendetwas vergessen? Wir haben auch heute den richtigen Tag, ne? Heute ist Donnerstag. So. Okay. 10 Minuten haben wir noch, dann geht's offiziell los. Ich kann auch gleich schon mal rüberschalten. Ich habe mir übrigens von der Firma hier, ich sage jetzt nicht, wer es ist, ein neues T-Shirt, Entschuldigung, ein neues T-Shirt bestellt mit dem Dungeon Meowster. Ich liebe sowas. Also, das ist übrigens kein Handtuch, das ist meine Jacke. Ist nur gerade warm genug mittlerweile hier oben, dass ich nicht permanent Jacken anziehen muss. Oder Pullover. Und ja, mal gucken, ich fange jetzt auch bald an. Kommt die Wand, die hier ist, die schräge, die kloppe ich raus. Ich mal gucken, wie ich das mache am besten. Denn hier hinter dieser Schräge ist noch ein großer Hohlraum in der Wohnung. Ich muss dazu sagen, das Haus, in dem ich lebe, ist jetzt mittlerweile fast 100 Jahre alt. 99 Jahre ist es jetzt alt. Nächstes Jahr wird es 100. Und in den 70ern wurde hier groß umgebaut. Da haben sie da irgendwas gemacht, keine Ahnung. Das Treppenhaus, da ist eine große gerade Wand. Und hier ist eine sehr viel weniger gerade Wand, eine schräge. Und keine Ahnung. Selbst wenn hier an der Ecke noch ein Schrägdach runtergehen würde, wäre das insgesamt ein großer Raumgewinn. Und deswegen dachte ich mir so, okay, dann kloppe ich das raus, weil dann kann ich zumindest eins von meinen Regalen, ein großes Regal dahinter stellen, für den Fall, dass da noch Stützbalken in der Wand sind vom alten Dach. Ich habe mein Periskop in die Wand mal gepackt gehabt. Bedauerlicherweise konnte ich nicht genau sehen, was in der Richtung ist. Das heißt, ich werde erst genau sehen, was da ist, wenn ich die Wand offen habe. Es sollte aber nicht zu schlimm sein. Da wird nur ein kleines Stück Dach lang laufen. Ja. Aber naja, es ist insgesamt trotz alledem ein Raumgewinn, da ich dadurch meine Regale anders stellen kann. Und eventuell ziehe ich dann direkt auf der anderen Seite der Wand ein, um einen zusätzlichen Raum zu schaffen. Muss ich mal gucken. Wird spannend. Vor allen Dingen dieses Jahr, wo die Sachen so teuer werden. Hätte ich letztes Jahr machen sollen. Vor allen Dingen, da hatte ich dann nochmal ein Einkommen.
Im Moment bin ich ja einkommenslos. Und ja. Deswegen streame ich ja im Moment so regelmäßig. Zum einen, um meinen Kopf ein bisschen klar zu halten. Und zum anderen in der Hoffnung auch ein bisschen was vorweisen zu können. Für den Fall, dass es klappen sollte, dass ich als Moderator oder als Sprecher mal irgendwo arbeiten kann. Was ja im Moment auch noch in Debatte steht. Und ja, ich versuche ja momentan, ich lerne ja momentan Schwedisch, damit ich meine Abschlussarbeit schreiben darf, nachdem man mir letztes Jahr von der Uni aus einen riesengroßen Schraubschlüssel in das Getriebe geworfen hat, weil ich sonst wäre schon seit über einem Jahr fertig und hätte jetzt meine zusätzliche Ausbildung als Social Media Manager schon zur Hälfte abgeschlossen. Nein, jetzt darf ich eine neue Sprache lernen auf B1-Niveau, was auch wunderbar ist. Nicht, dass ich was gegen die Sprache hätte, aber dauert halt Zeit und es kostet mega viel Geld. Und ja. Und ich habe mit meinen 30% Schwerbehinderung, habe ich keinen Nachteilsausgleich in Deutschland. Weil Deutschland sagt so, 30%, sie sind kerngesund. Sie können ganz normal. Nein, kann ich nicht. Ich bin nur 30% schwerbehindert, weil ich eine chronische Krankheit habe, die mal besser, mal schlechter ist. Und dadurch gibt es so schöne Schwankungen. In den Zeiten, in denen es mir gut geht, kann ich fast alles normal machen. In den Zeiten, in denen es mir nicht so gut geht, kann ich eigentlich so gut wie gar nichts machen. Und jetzt nach über einem Jahrzehnt sind auch mittlerweile ein paar Folgeschäden da. Das heißt also, schwierig. Ja, naja. Ist jetzt auch schon wieder am Wochenende mal drüber geredet gewesen. Drüber geredet gewesen? Was? Auch gar nicht. Ich habe sogar schon mal ein vermutlich nur Migräne-Donnerschlag, aber es kann laut meinem Neurologen von damals auch sein, dass ich einen ganz leichten Schlaganfall hatte. Ich habe jetzt keine großartigen Schäden oder sonst irgendwas davongetragen von dem Anfall damals, aber ja, man trägt so manche Sachen dann doch mit sich rum. Oh, ja. Schwamm drüber, würde man so schön sagen. Aber das sind so, ja, die Probleme, mit denen ich mich dieses Jahr im Moment so ein bisschen rumschlagen muss. So, 5 Minuten, das heißt, ich schalte jetzt rum und dann schauen wir mal, das muss auch noch aus, und dann schauen wir mal, wer so noch um die Ecke kommt. Ansonsten habe ich jetzt einfach gleich Spaß mit dem Spiel. Die tickern aus, wo ist denn jetzt schon wieder... Da ABC Murders und Le Camera. Habe ich eigentlich das Richtige eingestellt? Ich glaube ja, ich glaube ABC Murders eingestellt gehabt. Und jetzt muss ich noch den richtigen Ton einschalten. So. Wäre ja schade, wenn ihr nur die ganze Zeit meine Musik hört und nicht wisst, was beim Spiel passiert. Das wäre schade. Mahahaha. Oh, ich freue mich auch auf Sonntag auf meinen englischen Stream. Sorry, da freue ich mich wieder drauf. Gucken, wie weit ich bei dem Run komme. Wir sind ja jetzt im Labyrinth angekommen. Im Firetop Mountain. Auf dem wir uns den Labyrinth-Hopper gekauft hatten. Mal gucken, ob das eine gute Idee war oder eine eher schlechte Idee. Achso, und dann stehen auch noch die ein oder andere Review an, da jetzt bald der Vollrelease im Endeffekt gegeben ist von Lord Schmetterhemd von Tommy Krabweis nach Max Kruse und von Mara und der Feuerbringer als Hörspiel in Gänze jetzt dann erschienen sind. Und da wollte ich dann auch noch dann meine 2 Cent zu abgeben. Tatsächlicherweise sind nämlich laut meinem YouTube Analytics Menschen sehr interessiert gewesen daran, also werde ich das vielleicht dann auch nochmal machen. Ja,
Kann halt nur keine Hörbeispiele geben, weil sonst kriege ich Ärger mit Tommy. Grüße gehen raus. So, dann fangen wir schon mal an. Plopp. Zack. Wir sind 9% im Spiel. Was war der Bonus nochmal? Ach stimmt, hier können wir die Trophäen sehen. Und die Rekonstruktionen sind noch nicht da. Genau. Okay. Haben Sie die Rekonstruktionen in den Boni gesehen? Noch nicht, da wir noch keine vollständige Rekonstruktion haben. So, die Punkte haben wir schon abgecheckt und wir sollten ihn irgendwie nüchtern kriegen. There are cigarettes packets in a mess on the shelf. Müssen wir wahrscheinlich rausgehen, ne? Is not. Kann ich, nee, ich kann nur mit ihm reden. Was haben wir denn hier? Ah, das ist neu. It's Alice Asher's notebook. Ah, that's interesting. It probably contains information about our possible debt. Oh, ja, sorry. Bin auf rausgekommen. The fruit seller has debts too. She will probably be more cooperative thanks to this piece of information. Mary Drower was telling the truth. Mrs. Asher regularly gave money to her alcoholic husband. Ja, das heißt, es wäre wirklich nicht in seinem besten Interesse gewesen, sie zu töten. Wobei man natürlich immer auch bedenken muss, dass Menschen, die eine Sucht an ein Suchtproblem haben, das wollte ich sagen, ein Suchtproblem haben, nicht unbedingt immer rational handeln. Das ist ja leider immer das große Problem. A box of new stockings. Hat sie einen Lover gehabt? Also frisch verliebt? Ein Mittel finden, Franz Ascher nüchtern machen. Hier war eben irgendwo ein Symbol mit Gereifen. Hier waren wir schon. Nothing suggests any sign of a fight. Ja. So, was haben wir denn hier zum Greifen? Oder ist es einfach nur rausgehen? Es ist rausgehen, alles klar. Benutze die Tür quasi. Ah ja. Wir reden aber erstmal mit ihr. So. Sie beschuldigen, verdorbenes Obst zu verkaufen oder sie des Mordes an Alice Asher bezichtigen. Ja. Ich weiß nicht, ich habe von dem, was ich von Hercule Poirot kenne, immer das Gefühl gehabt, dass er nicht einfach irgendwie Leute bezichtigt, irgendetwas zu tun. Also, sie sind der Mörder, weil ich muss sie gerade irgendwie erpressen. Würde Hercule das sagen? I doubt that. So, also ich würde jetzt erstmal das machen. Your fruit is rotten. What? A foreigner dares to say that? According to the victim's account book, you owed her £10 for tobacco and magazines. That's a lie. She owed me £1. I swear. Oh. Mehr Erklärungen verlangen und sie beschuldigen zu lügen. Das könnten wir vielleicht machen. Ein bisschen mehr Druck vielleicht. Ich meine, die gute Frau ist jetzt nicht besonders freundlich. Enough lies. It's not lies. But you're not quite as clever as what you think. Now, please be so kind as to explain this. Look at my account book. Alice owed me £11 for fruit and vegetables. I may have had a slate at her shop, but she had one at mine. She owed me £1.
And that reminds me I have to get it back from her niece. That is quite enough. Your account book has saved you. But I might ask Chief Inspector Japp to throw you in the cells for 1 or 2 nights while he checks your entries. Do you want to go to prison? Prison? Now that's not fair. I haven't done nothing. In that case, I am counting on your full collaboration. Yes, sir. Of course, sir. Listen, I didn't kill Alice, I swear. But it's true that I did go to the shop yesterday. At what time? 6 o'clock. Das ist der Hinweis, den wir She noch left brauchen. me a note saying she wanted some strawberries if I got some. I received them late, about 6. So I took them over to her. But you did not see her. She wasn't in the shop, so I just put the strawberries on the counter and left. Also muss sie definitiv später gestorben sein. Sie kann ja nicht tot hinter dem Counter liegen und man sieht das nicht, wenn man da dran geht. Oder, nee. Nee. Glaube ich nicht, dass sie sich Sorgen gemacht hat, wenn man so nebeneinander arbeitet. Dann kann es schon sein, dass man mal zur Pause weggeht oder sonst irgendwas oder auf Toilette ist, meinetwegen. Ich glaube nicht, dass sie sich Sorgen gemacht hat. Ich glaube auch... Ich weiß nicht. Ich würde sie erstmal fragen, was sie im Laden gesehen hat. Und wenn sie sich eine Packung Kippen geklaut hat, dann... Did you see anything unusual in the shop? No. Well, maybe one thing. There was a railway guide on the counter. Alice didn't sell them. Maybe it's the customer who left it there. You were not alarmed? I thought Alice had just gone to get her medicine from her room and that she'd be straight back. You mentioned medicine. Something for her cough. She used to take it a lot. Who do you think killed her? France. Her scoundrel of a husband. He was always after her for something. Well, he's a foreigner. Sorry, sir. What I mean is he's German. That's even worse. Did you see Franz Asher enter the tobacco shop late yesterday afternoon? Well, no. But at that time of the day, the streets are packed, and I have better things to do than watch her shop. Given the time frames, fair enough. I'll just borrow your bottle a moment. Take it. It's what Alice used to sober up her husband. But try not to empty the bottle. Let us now try and get our brain cells to work. Ja, will ich gerade. Zeitfenster verkleinern. Was war das jetzt hier? Leiche konnte aufgrund der Theke vom Eingang des Tabakladens aus nicht gesehen werden. Huch. Einen wunderschönen guten Tag, Borgia Calabara. Vielen lieben Dank für den Follow. Aber warum wirst du mir nicht angezeigt? Ach so. Ach, schade. Ach, schade. Ja, nee. Sorry, aber sowas brauche ich nicht. Ich möchte keine Follower kaufen und ich werde dich dementsprechend direkt blocken. Bye, bye. Theke vom Eingang des Tabakladens aus nicht gesehen werden. Ja, wollen wir das mal aus. Verletzung am Hinterkopf, Mordankündigung. Obsthändlerin hat niemanden um 18 Uhr im Laden gesehen. Kein Kursbuch. Nee. Beweismaterial. Ah nee, Quatsch, das war nicht das. Dann war das richtig. Okay, Alice Ascher wurde zwischen 17:30 und 18 Uhr ermordet. Ja, komm her. Was machst du?
aber... So. Was jetzt? Wir haben hier etwas Neues. Ja, okay. Und Franz befragen. Das kriegen wir auch hin. Geht das so? Is not it. Okay. Mit Vermont. Mount Vermont. Wienegger. Mes amis, I can say without a doubt that poor Mrs. Asher was killed between 5:30 and 6. Killed when the street was packed with people. That's rather bold. I've been talking to the neighbors, and... No one's seen anything? Or rather, it's anything and everything. Am I wrong? No. Yeah. We must grill this villain Asher before he falls asleep again. Okay. Ist das wieder der Schrank? Oder ist da jetzt was anderes? Na, das ist das Regal, nicht der Schrank. Halt. Ja. This man is in rather a bad state. Blaues Auge, geplatzte Lippe und zerrissener Jackenärmel. Der Mann hat sich geprügelt. This man has been fighting and he smells of alcohol. Das könnte sogar schon das Alibi sein. Eine Zigarette anbieten, ihn beschuldigen, seine Frau bedroht zu haben, fragen, was er gestern Abend gemacht hat. Care for a cigarette, monsieur? What's that? Scented cigarettes? No, thanks. Bien. I was trying to be friendly, but you are quite right. Let us get down to business. You threatened to kill your wife, and now she is dead. So what? You shouldn't take things so seriously, sir. Nothing but empty threats. We didn't get on all that badly. So, if things were going so well with your wife, why did you not live with her? She was the one that left. Nothing to do with me, sir. Naja. Ihn beschuldigen, seine Frau schlecht behandelt zu haben und fragen, ob seine Frau einen Geliebten hatte. Ich frage eher das, weil ich glaube nicht, dass er das weiß. Gehe ich nicht von aus. You can't have treated her very well for her to run away. No, sir, no. I wouldn't say I'd ever laid a finger on her, but it was only normal. She was my wife. Are you often involved in fights? I don't know what you mean. Sich lustig über ihn machen, weil er verhauen wurde. Schön übersetzt. Ihn beschuldigen, sich geschlagen zu haben. The truth is that someone gave you a good beating. A beating? No way. All right, he tore my coat and gave me a black eye. You see the state of him. Very interesting. Who is the other that you struck? Probably best if I tell you everything. Yesterday afternoon, I met Roderick Tanner. We'd bet on a dog fight together. An illegal bet, naturally. Yes, sir. Our dog won. Roderick got the money, but he refused to give me my share. And you fought about it. What time was this? In the evening, about 6, I think. We were on the other side of town. You see, I couldn't have killed my wife. Asher's alibi appears to be confirmed. All the same, I'm going to call and check that he did have a fight with this Tanner on the afternoon of the murder. You can never trust this sort of chap. One thing is certain, Asher was a ruffian who used to beat his wife. But he's not very educated. It certainly was not him who wrote the letter signed ABC. Let's resume, Hastings.
We know the murderer pretended to be a customer. He did not kill her for money, that appears to be certain. I agree with you on that point. And the murderer left an ABC guide as a signature. Therefore, it's likely he wrote the letter. Indeed, but that doesn't explain why and how he did it. You are quite right. Why he did it is a mystery. But as for how he did it, we do know enough to try and reconstruct the events. Rekonstruieren Sie den Verlauf des Verbrechens, indem Sie die möglichen Aktionen des Mörders auswählen. Nice. Mal gucken, ob wir das auf die Reihe kriegen so. The killer enters the shop. Direkter Angriff? Möglich, ne? Mrs. Asher keeps her back turned. The murderer grabs his walking stick. She turns around, he strikes her violently. He then places the ABC on the counter before leaving. No, the victim has no wood to the temple. And the ABC is not the same as in the crime scene. Better think again, mon cher. Ja. The killer enters the shop. Mrs. Asher turns around to greet her customer. Bestellen. The murderer asks her for some tobacco. Ja. She turns her back to him. He seizes the opportunity to strike her. Umdrehen. He then places the ABC upside down before leaving. Everything appears to match the crime scene, mon cher Hastings. That is exactly what happened. Asher has a strong alibi, and we don't have any other suspect. But what was the point of this crime? She had no debts. She gave Franz Asher money regularly. She wasn't owed money. Nobody stood to gain anything. No doubt about it, the murderer is insane. And I fear that we had not heard the last of him. I hope you're wrong for once. Bien, let's go back to London. If we hurry, we should catch the 7:02 train. Are you coming? No, unfortunately, I have to talk with Andover police. See you soon, then. Are you coming, Hastings? Let's go home. There's nothing for us here. Well, do you have any idea about the killer's identity? The crime was committed by a man of medium height, with red hair and suspicious eyes. He has a slight limp on the right foot, and a wart just below his shoulder blade. Poirot! Mon ami, what do you want? You fix upon me a look of dog-like devotion and demand of me a pronouncement à la Sherlock Holmes. Now for the truth. I do not know what the murderer looks like, nor where he lives, nor how to set hands upon him. What shall we do, then? Nothing. Nothing? Do not be so impatient, Hastings. The killer will manifest himself soon enough. I thought I heard the postman. Maybe there's some news. I would go and see. Wie gut war das denn bitte? Kleine Sherlock Holmes-Referenz, sehr schön. Gehen wir jetzt erst zur Tournee, ne? Ah, some cool hair. Schauen wir uns mal erst ein bisschen um in der Wohnung. The Daily Flicker. Daily Flicker, June the 22nd, 1935. Battle over control of bank system. What will the government do for money? Andover, murder of a tobacconist.
No doubt about it. Hastings is going bored. Böse. Ich glaube, wir haben gerade erstmal auch nichts mit ihm zu bereden. Okay. Was? Das war komisch. Ach, er beobachtet oder er guckt sich selber an. Alles klar. Dear Mr. Poirot, well, what do you think? I believe that I won this round. The Endeavour affair went like clockwork, don't you feel? But the fun has only just started. I would like to draw your attention to Bexhill-on-Sea on the 25th of this month. We're having a crazy time. Best wishes, ABC. The next crime will be in Bexhill. We must warn Jap to Scotland Yard. Did the letter indicate anything that might help the police? To be honest, I think we can already guess something about the next victim. But I need to think about it a little more. Alles klar. Was können wir jetzt hier machen? Let us examine this more closely. Das I ist doppelt gedrückt immer. Certain characters in the two letters may have similar defects. Mhm. Kann ich die... Yes, this I is weird. Das A. Yes, the A appears to be quite unusual. I don't see anything in particular. Let us look at another word. Ja. Kind regards, best wishes, crazy times, month. Let us examine the characters in this word. Nothing to report for these characters. Let us examine another word. Ah, Moment. Muss ich... Yes, this I is weird. Yes, the I characters in the two letters do indeed have the same defects. I have to find some other similar defects to confirm my theory. Das A. Yes, the A appears to be quite unusual. That's right. The A characters in the two letters do indeed have the same defects. I have to find some other similar defects to confirm my theory. Alles klar. The W is not printed properly. Ja. Of course, the W characters Of in the course. letters do indeed have the same defects. My theory was right. These two letters were written with the same typewriter. Ach, ich liebe diesen Dialekt. Both letters were written on the same typewriter and show the same characteristics. You surprise me, Poirot. You usually ignore material proof. But there is nothing usual about this case, Hastings. Nothing must be overlooked. Let us now try and get our brain cells to work. Okay. Was können wir machen? Was war besonders am Mord von Andover? ABC und der Name? Alice Asher in Andover. AAA. Und der ABC-Murder. Ja. Was kann man über das nächste Opfer sagen? Ist das hier Brief mit
Ankündigung. Bags Hill. Mit B. Ja gut, das ist jetzt nicht... So, Poirot, have you found something? Oui, I believe so. But I am afraid it is not enough to stop the murderer. Let us go and see Chief Inspector Japp. I will explain there. He's such a Jap. Warte schon. Was haben wir denn hier hinten? Der ABC Guide. Übrigens, komm her. Terry Pratchett. Ja, Mrs. Bradshaw's Handbook to Traveling upon the Ankh-Morpork and Stow Plains Hygienic Railways. Zack. Und zurück damit. Warum gucke ich jetzt da drüben? Great Central Railway Official ABC Timetable including an original tale told in the train. The Tatler with illustrated sport luck and country by the Tatler. Langley, okay. Andover, Hampshire, population 31,200 inhabitants. Okay. Das hatten wir schon. Was haben wir jetzt hier? Eine neue Aufgabe und ein neuer Zeuge. Gut. Synapsen haben wir alle geklärt. Jo. Das ist hier der Schreibtisch. Da haben wir ja schon alles. Gut, dann könnte man rein theoretisch eigentlich gehen, ne? Ah, da sie kribbelt. Da sie kribbelt. Warum? Hier ist nichts weiter. Alles klar. Moment. Vielleicht haben wir aber noch was wir mit ihm bereden. Hier rüber. Hä? Warum gehst du denn weg, wenn ich auf Hastings klicke? Soll das heißen, du willst gerade weder mit ihm reden noch so? Okay, alles klar. Ist ja gut, ich verstehe schon. Hier haben wir irgendwo was. Das ist der Wagen, mit dem wir wahrscheinlich wieder zurückkommen. It may be time to go to Scotland Yard. Ja. Gehen wir rein. It Ich geh is not the rein! right time to go home. Hä? It is not the right... Ach, okay. Andersrum. To Scotland Yard, please. Hätte ich auch lesen können. Ich geguckt hätte. Jab über den Brief informieren. Ja, Katze. Das ist der Wagen. Alles klar. Kannst du es dich wagen, von rechts nach links zu fahren? Japp has invested a great deal in his career. Medaillentafel, Zertifikat und Trophäe eines Schießwettbewerbs. Japp is an investigator greatly respected by his peers.
Ich sag's ja. Ich werde es jetzt nicht wiederholen. Like all hunters, Hastings has always been fascinated by weapons. Wollen wir uns die direkt Like angucken? Nee. Hier ist nicht... Ah, eine Karte. London. I really like this city. One thing is certain, you never get bored here. Naja, wie meist allen großen Städten. Alice Asher was murdered in Andover. The ABC killer's first murder. Können wir... Nee. Jap appears to be snowed under. Das mit kaltem Tee. Ugh. Also, kann man trinken, aber das heißt, der gute Mann hat die Zeit so weit aus den Augen verloren, dass sein Getränk kalt geworden ist. Und das ist schade. Na, da war's doch. Hä? Ah. Jap appears to already be overloaded with work. My news is not going to improve matters. Ja, ich fürchte auch. Der arme Kerl. Bonjour, Chief Inspector. I am afraid we have some bad news. I have just received another letter signed ABC. The next crime will be on the 25th in Bexhill-on-Sea. Are you completely sure it's from the same person? I have compared the two letters. There is no doubt about it. I suppose you think he's going to carry out his threats. I fear so. Good God, Poirot. Bexhill is very busy at this time of year, and we have no idea who the next victim will be. We have some bad news. Bruce Wayne is coming. Oh, alright. Show myself out. Der Mörder greift ältere Frauen an, die einen Laden führen. Das wissen wir noch nicht. Der Name des nächsten Opfers wird mit B beginnen. B! I suspect that the name of the second victim will start with B. What on earth makes you think such a thing? I thought about it when I saw the name Asher clearly written over the shop door of the unfortunate woman who was murdered in Andover last month. When I received a letter mentioning Bexhill, I deduced that the victim, like the town, might have been chosen by alphabetical order. So, it's an alphabet fiend. I'm going to have a list drawn up of all the people whose name starts with B. I hope there aren't too many of them. Bien. We should leave you to work, Chief Inspector. You have a few days to prepare yourself. Thank you for coming, my friends. Okay. Das wird ein Wettlauf mit der Zeit. Poirot? Chief Inspector Jap, your call does not bode well. Indeed, we have just found the body of a young woman Oh. on the beach in Bexhill. An ABC was placed on the body. We'll be there as soon as possible. Bexhill is a delightful town. It would be nice to come back and visit. I do not entirely agree. Walking at the beach damages my shoes, and it hurts my knee. So the years have not spared you, my friend. It's the same for all of us. That is exactly what I said to myself when I saw you back from your travels. Poirot! Do not be offended, Hastings. Burn. I can see Jap waiting for us. And from his face, I would say that things are not looking good. Savage. Walross-Schnurrbart als Errungenschaft gerade bekommen. So, was haben wir jetzt hier? Auf welche Weise wurde das Opfer ermordet? Das können wir aber noch nicht beantworten. Klar. Bexhill seems to be a pleasant little town. Okay. Bungalows.
Häuser im Victoria-Stil. Oh, da war's. Meeresufer. Bexhill is a pretty little seaside resort with elegant architecture. Although, personally, I prefer more modern buildings. Art Deco. Um es genau zu nehmen. Tatsächlich. Das haben wir schon. There is no doubt about it. Bexhill has one of the most beautiful beaches in the area. There is no doubt about it. Können gleich mit ihm reden. Gucken wir uns erstmal an, was hier passiert ist. We should have the courtesy to go and see Chief Inspector Japp before examining the crime Na gut. scene. How do you do, gentlemen? Chief Inspector? I fear your admirer has struck again, Poirot. We haven't yet identified the victim, but it's a young woman, 20 to 25 years old. Death occurred last night between 11:30 and 1 o'clock, and we found an ABC guide on the body. Was she pretty? Come on, Poirot, that's rather out of place. It has no bearing on the murder. Doch. Are you certain? For women, it is often the most important thing. It often decides their destiny. The body hasn't been moved. You can see for yourself. Has the press been informed? Not yet, but I'm planning to. I haven't yet informed them about the presence of the ABC guide in Andover. Nobody has reported a young woman missing? Not for the moment. No witnesses, I imagine. Indeed. We've asked everybody who may have met a young woman fitting her description last night to come and see us, but I have little hope of gaining anything from it. It's early days, Chief Inspector, and the news may not have spread around the town yet. I hope you're right, Hastings. Buddy. Den Tatort untersuchen, das können wir machen. Nichts Wichtiges. Womit fangen wir denn mal an? A braided silk belt. It may have belonged to the victim. Ja. This key is too small to be one for a house. Without a doubt, it is for a padlock. This key is too small to be... Ach, das ist der Punkt, das wir schon gesehen haben. The guide is open at the page for the Bexhill train times. She was a great beauty. Strange that Japp didn't notice it. These marks have been left by a rope or a braided cloth. Das nennt man Berufsblindheit. Ich nehme an, dass er da erstmal gar nicht drüber nachgedacht hat, weil es erstmal eine Leiche ist, die da liegt. The young woman wasn't wearing shoes or a coat, and was not carrying a bag. That's strange. Either the murderer stole her belongings, or she put them somewhere safe. Maybe so that she could bath. Das haben wir da. Apart from the marks on her neck, there are no signs of the struggle. She didn't manage to hit her assailant. Ja. Let us now try and get our brain cells to work. Wir müssen wahrscheinlich uns die Bungalows jetzt noch anschauen gleich. Auf welche Weise wurde das Opfer ermordet? Hat sich nicht gewehrt. Ja. The poor child must have been strangled with his braided belt. Unfortunately, in view of the fabric, it is unlikely that we will find any prints.
Let us now try and get our brain cells to work. Again. Wir haben den Schlüssel. Welche gemeinsamen Punkte gibt es zwischen dem Mordfall in Andover und Bexhill? Der ABC Guide. Presse weiß nichts vom ABC-Kursbuch in Andover. Die beiden Morde wurden vorsätzlich vom selben Mörder begangen. Ja, das macht Sinn. The medical officer should confirm that the victim was strangled with her own belt. That's what I thought. She shows the usual signs of strangulation. With a little luck, we'll find prints this time. Na. You are too optimistic, Hastings. Our killer is far too meticulous for that. Reicht, wenn er Handschuhe angehabt hat. Aber er muss sie gefragt haben, ob sie ihm den Gürtel gibt. Oder der Gürtel war los und er hat ihn sich schnell geschnappt. This hut is locked. Zack. Was steht da dran? Das ist die Nummer 9, ne? Nein, die Nummer 6. Alles klar. Oh, beide mit 9. Bop. Ah. The number is upside down. This is definitely at number 6. Und dann steht hier drunter 715. So. Darf ich noch nicht? Okay. A dual locking padlock. I need to find the code and then insert a key. Ja, aber 7, 1, 5. Schlüssel rein, das war jetzt nicht sonderlich schwierig. Sagte er und failte ganz miserably. Le Miserable. Miserable. 3 Ego-Punkte. Sehr schön. S. Ginger Cat Restaurant. Okay. Betty's first day at work. Mom is very proud of you, Elizabeth. Barnard? Betty's first day at work. Mom is very proud of you. Elizabeth Barnard, 7 August 1931. So, the young lady did have a name starting with B, and she worked as a ginger cat, an establishment that must be slightly further along the beach. Das ist dasselbe, ne? Ja. The purse is full. Okay. Yet again, we can dismiss theft as the motives for the murder. Oh, sorry. Top brand lipstick. She liked to take care of her appearance. As well as a photo of the victim with some company. It could be useful to me. Was ist denn hier los? Das ist ja weird. Mir wurde gerade angezeigt, dass ich offline bin. Ich hoffe, es fehlt jetzt nicht zu viel. Das tut mir leid, Leute. The purse is full. Yet again, we can dismiss theft as the motives for the murder. Here is the watch she must have removed to prevent it from getting wet. A top brand lipstick. She liked to take care of her appearance. Das ist ja merkwürdig. Ganz seltsam. It definitely was here that the victim left her belongings.
Kann jedenfalls nicht lang gewesen sein. Jap has gone to the police. The victim has been identified and her family had reported her disappearance. She was called? Elizabeth Barnard, mainly Betty. She worked as a ginger cat at the cafe slightly further along the beach. But Poirot, how on earth? Never mind. Do you have her address? Yes, she lived with her parents on the street leading to the beach, number 22. Shall we go? You are far too impatient, Hastings. Let the poor people take in the news first. Let us go and visit the cafe where Betty worked. Können wir irgendwas... das Opfer 23 Jahre. Naja. Ich wünschte, ich könnte mit WASD laufen. Could it be the same buildings as on the victim's photo? Werden wir rausfinden. Gebäude mit Kuppel. Kuddeln. Hä? Zeitungskiosk, okay. Aber warum denn nicht das Schild? Weird. This is definitely where the photo I found in the hut was taken. Na dann. Tja, das ist das mit dem Strand. There is no doubt about it. Ja. Bob. Hier rüber, bitte. This is definitely where the photo I found in the hut was Ja. taken. Dann lauf doch mal hier rüber. This is definitely where the photo I found in the hut was taken. Komm, du schaffst das. This is definitely where the photo I found in the hut was taken. Dankeschön. Danke. With all these tourists, these shops must be thriving. Tja, ist eine gute Frage. Könnte With sein. all these Gehen wir mal rein. I'll be with you in a minute, gentlemen. Bettys Arbeitsort untersuchen. Das sollten wir gerade so hinkriegen. Ja, einmal kurz den Mustache nachgucken. Ganz wichtig. Frischkekse. This is a well-laid table. Nothing is out of place and, above all, no creases. Ach, Hercule. Das hat man. Bom. This is a well-laid table. Ja. Hastings would probably like us to rest here, but the investigation cannot wait. Können wir mit ihm reden, A ja. delightful cafe. So this is where Betty worked. Yes, indeed. Let us find someone to talk to. Ba. What a pity. I don't have any chance to make it work. Oh. Something tells me that she's the owner of the ginger cat. So religiös. Ja.
rotes Haar. Hinter der Theke. Sie hat rote Haare und ist hinter der Theke. This woman must be the owner of the ginger cat. It looks like something is bothering her. Es fehlt was in der Kasse? How can I help you? A hot chocolate and a tea for my friend, please. I'll bring it straight away. Zack. Verdächtiger. Verdächtiger. I need to know the time range during which Betty was working on her own. Millie Betty. Where is Betty? Betty worked from 11 a.m. to 7:30 p.m. Would she have been alone at any time during her service? Ist hier noch No, irgendwas? this person is not the last one to have worked with Betty. Interesting. Betty was alone between 5 p.m. and 7:30 p.m. Ich habe gerade überlegt, ob ich irgendwas markieren soll. No, this person is not the last one to have worked. This page won't help me. Ja. These Gut, are lass the mal sie different sortieren. waiting staff's bills. Which ones were written by Betty? Okay. 27. Most probably a single man, a whiskey lover. Maybe the murderer? This bill may have been written by Betty. There is probably another one. Gucken wir gerade nochmal die Schrift an. Ja. No, something's not right. Ja, Betty was alone at just one of these two times. das passt auch. Most probably a single man, a whiskey lover. This bill may... Ja. Most probably a family. Betty served a family and a man on his own, a whiskey drinker. Maybe the murderer. This information will help me to progress. What? Gentlemen, what are you doing? We are searching for clues, mademoiselle. My name is Hercule Poirot. I am a detective, and this is Captain Hastings. Does Betty Barnard work here? That is correct. She should have been here a while ago. Punctuality is the first rule of politeness. I fear that Miss Barnard will not be coming today. She has just been found, dead, on the beach a few hundred meters from the cafe. How awful. I Poor don't care. thing. What happened? She appears to have been murdered. This is most distressing. How this will affect my business, I shudder to think. Sagen, dass es im Gegenteil Werbung für die Stadt ist und fragen, was sie über Betty weiß. Immer mal What das. can you tell us about Miss Barnard? Nothing, absolutely nothing. Miss Barnard was my employee. Her private life was none of my business. You did know at least that she had a young man. Indeed. Fragen, ob ihr Freund sie hätte angreifen können. Fragen, ob der Mann auf dem Foto ihr Freund ist.
This photo was found. Is this him? Yes, that's him all right. But I haven't seen him for some time. Okay. Fragen, ob ihre Beziehung gut war und sagen, dass die Jugend von heute keine Moral mehr hat. All the stuck-up idiots. I find young people today very hard to understand. You needn't tell me that. A few weeks ago, they argued just outside the cafe. Imagine what my customers must have thought. Fragen, worüber sie sich gestritten haben, Verständnis zeigen für die Schwierigkeiten. Ja, machen wir das. I hope for you that it was an isolated incident. It must be difficult to keep a respectable establishment if your staff show themselves to be so shameless. The young man only made a scene the once. Jealousy, no doubt. It must be said the young girl was very pretty. Thank you for your time, Mademoiselle Merion. You have been of great help. Maid Marian, huh? The customer who ordered the whiskey might provide us more information. He may have been the last one to see Betty alive. It is an interesting idea, Hastings. Maybe he is a regular guest. What do you think, mademoiselle? I don't think so. Our regular guests tend to order tea and cakes. At this time of the year, there are a lot of tourists about you never see again. That's what I thought. Time to visit Betty's home. Okay. Schaffen wir Bettys Haus noch? Heute 6 Minuten haben wir noch. Bom, bom, bom. This is definitely where the photo I found in the hut was taken. Wohin? Da. How do you do, mademoiselle? My name is Hercule Poirot. I know you. You're that detective we hear all about. I do not know if that is a compliment, but I will take it as one for now. You are Betty's sister, I believe? Yes. My name is Megan. Can we come in? Please do. My parents are at the police station. I doubt they'll be up to speaking to you later. Do not worry, we will not bother them. Did you know your sister's plans for yesterday evening? No. I arrived by train this morning. My parents called me in a panic when they discovered that Betty had disappeared. Hi, Leon. She went out last night, but she didn't tell them where she was going. What was your last conversation about? Her new dress. Ah. She wanted a pair of black stockings to go with it. Mother brought her a pair. The very day it happened. She was crying. And to think that Betty never even wore them. Poor Mummy. Am anderen Tatort haben wir auch diese Black Stockings gefunden, wenn ich mich jetzt nicht richtig falsch erinnere. Muss hier wahrscheinlich gleich dann das Replay angucken, weil ich werde jetzt gleich wieder aufhören. Ich habe heute noch einen ziemlich vollen Plan. Mein Lieber. Aber das Spiel macht Spaß. Das macht wirklich Spaß. Das ist ziemlich cool. Das heißt, ich werde jetzt aufhören, weil wenn ich jetzt hier wieder anfange weiterzumachen, dann bin ich noch in einer Stunde dran. Die Zeit habe ich nicht. Leider. Aber
Auf jeden Fall schau dir das VOD noch an. Es ist ziemlich cool mit den Rekonstruktionen hier. Schnurrbart in Bogenform, Walross-Schnurrbart, Katzenauge, Neuron, rustikaler Beichtstuhl. Die Rekonstruktion von Andover haben wir schon. Die Rekonstruktion von, jetzt wird auch kommen, Verlauf. Okay. Ja, auch noch ein bisschen was zum Aufdecken. Schön. 30% haben wir schon. Also wir werden nicht ganz so lange an dem Spiel sitzen, wie, denke ich, an Anna. Alles klar. Verlassen. Und ich wünsche dann noch einen wunderschönen Resttag. Arrivederci, ciao, bye bye. Hedor und bis zum nächsten Mal. Bye.